heute. Ich habe noch nie so eine schöne Farbe gesehen. Ich habe vielleicht jetzt schon den fettesten Sonnenbrand meines Lebens. Ich würde sagen, willkommen im Paradies. So Freunde, es ist wieder Zeit für einen Ausflug oder mehrere Ausflüge in einen Tag. Heute aber nicht ganz alleine. Heute habe ich nämlich einen Reisebegleiter, der heißt weder Flo noch Pirmin. Der heißt Kia Picanto. So, wir haben nur den Mietwagen für 2 Tagen. Gestern bin ich schon ein bisschen damit gefahren mit Flo und Pirmin. Da sind wir zu einem Strand weit im Norden gefahren, der ein bisschen weiter weg war. Und ja, das war soweit ganz cool. Und heute, letzter Tag mit dem Mietwagen schon. Und das möchte ich eigentlich so zum Maximum ausnutzen. Und da ich jetzt heute alleine bin, versuche ich jetzt wirklich so viel abzuklappern, wie es nur geht. Mein erster Stopp sind die sogenannten Hato Caves. Das sind welche Höhlen, die sollen wohl eine der Hauptsehenswürdigkeiten in Curaçao sein. Ziemlich cool. Das ist auch nicht so weit weg von der Stadt eigentlich. Das ist näher Flughafen. Genau, danach gehen wir zu einem Nationalpark. Da gehe ich jetzt ein bisschen wandern. Ich hoffe, das ist so halbwegs möglich bei dem Wetter, weil es ist halt sehr, sehr heiß, muss man halt sagen. Die Sonne ballert richtig hier, das habe ich ja schon ein bisschen erzählt bereits. Ich habe jetzt, mein Sonnenbrand vom ersten Tag ist jetzt langsam weg. Ich muss den jetzt nicht wieder erneuern. Deswegen, das ist jetzt so das, was auch noch ansteht. Und danach, wenn wir vielleicht recht fertig sind vom Gehen, dann setzen wir uns zu irgendeinem hoffentlich coolen Strand hier in der Nähe hin. Und ja, chillen noch ein paar Stunden und fahren dann zurück ins Hotel. Ja, ich bin sehr gespannt. Bin jetzt mit dem Auto schon ein bisschen gefahren. Es ist ein bisschen anders auf Curaçao zu fahren, aber eigentlich soweit recht entspannt. Die Straßen sind halt nur, ja, sage ich mal, nicht mit viel Qualität unbedingt. Aber damit kommt man schon klar. Muss aber nur ein bisschen vorsichtig sein. So, dann würde ich mal sagen, lassen wir diesen Tag beginnen. Und da sind wir auch an Ausflugsziel Nummer 2. Ich bin jetzt zur ganz anderen Seite der Insel gefahren. Das ist aber nicht so krass, wie es sich anhört. Das ist eine halbe Stunde, wenn das überhaupt gewesen. Wir sind jetzt quasi ganz nordöstlich. Und ja, ich gehe jetzt wandern in eine von den 2 Nationalparks in Curaçao. Die sind auch direkt nebeneinander. Also hier, wo es nördlich ist, ist halt auch viel, viel ländlicher. Und da kann man gut wandern gehen. Man sieht auch hier im Hintergrund, es ist auch ein bisschen bergiger. Soweit ich weiß, das ist aber nur gefährliches Halbwissen, ist das auch ein großer Bestandteil vom anderen Nationalpark, der direkt nebenan ist. Und ja, heute gehe ich auf jeden Fall durch den Cheteboca Nationalpark. Ich habe das jetzt einfach ausgewählt, weil der andere ist halt doch, da geht man klettern. Da muss man diesen Bergen da hochklettern. Das hier ist jetzt ein bisschen glatter, deswegen dachte ich ein bisschen anfängerfreundlich. Und was ist halt noch schöner? Dieser ganze Nationalpark geht die ganze Zeit am Strand entlang.
hier jetzt nur eine halbe Stunde gefahren. Es ist eigentlich nicht so weit weg, aber die Vegetation ist komplett anders. Ich bin einfach in der richtigen Wüste hier gelandet. Sieht hier gefühlt alles nur Sand, ganz, ganz viele Kakteen. Was ich übrigens auch super cool finde, weil ich habe so noch nicht so gesehen. Da haben wir zum Beispiel eins. Aber ich finde es halt total krass, wie es im Gegensatz ist. Also natürlich städtisch ist sehr anders, aber selbst die andere Seite der Insel am Strand, wo wir gestern waren, da war schon recht viel Grün und das ist einfach nur Wüste. Das ist echt cool. Da gibt es einen Cave. Entry at own risk. Ja, da kennen wir nichts. Da gehen wir jetzt rein. Spannend, was jetzt hier ist. Alter, guck's mal an, wie cool das ist. Wie die Wellen hier rein donnern. Das ist ja richtig geil. Oh, jeder. Ah! Oh ja, da bin ich ein bisschen nass geworden. Da gehen wir gleich ein paar Stufen hoch, glaube ich. So, das war's schon mal mit dem Nationalpark. Das geht jetzt gar nicht mal so lange, wie ich gedacht hatte. Ich dachte eventuell einfach, weil ich die ganze Zeit in der prallen Sonne bin und ich eventuell nicht genug Wasser dabei, muss ich irgendwann umdrehen, aber das war okay. Es war ungefähr eine Stunde so ein Rundweg, das war ganz cool und dann war ich ja bei dieser Höhle recht lange. Einfach weil es, also das war auf jeden Fall der Highlight, war diese Höhle, also die Geräuschkulisse, das kommt wahrscheinlich im Video gar nicht so rüber. Aber es war schon richtig, richtig krass. Also es war sehr, sehr, sehr laut, aber einfach diese Macht der Wellen, das hat man da richtig in dieser Höhle, fand ich. Sehr gespürt, deswegen da war ich jetzt ziemlich lange. Und ja, habe jetzt diesen Track gemacht. Ja, genau, Ausflugsziel Nummer 3 werde ich jetzt tatsächlich skippen. Ich wollte einfach nur noch zu irgendeinem Strand, also eigentlich war es jetzt auch nichts Besonderes, aber ich dachte, so ein Strand hier an der Nordseite der Insel, wenn man das Auto hat, kann man sich noch angucken. Aber Freunde, ich sag's wie es ist. Ich schwitze wie Sau gerade. Ich war jetzt halt auch die ganze Zeit in der prallen Sonne. Meine Wasserreserve geht langsam aus. Gut, das kann man theoretisch jetzt, da kann man jetzt theoretisch auch wieder aufstocken. Aber muss jetzt nicht sein. Und ich möchte einfach gerade ins Hotelpool springen. Das wäre für mich gerade echt die einfachste Lösung. Und ja, wir haben ja auch eine 40 Minuten Fahrt jetzt vor mir. Deswegen, ich fahre jetzt zum Hotel zurück leider. Aber trotzdem, eigentlich ein echt cooler Tag. Viel gemacht. Also der Nationalpark war sau interessant. Die Höhe ja auch. Genau, jetzt machen wir uns auf den Rückweg und ich freue mich wirklich sehr auf das Hotelpool gerade, weil, es ist warm hier, ey. Ja, ich habe das Curaçao Sea Aquarium besucht, das größte Aquarium in Curaçao und ich habe mir da was ganz Besonderes dazu gebucht. Ich durfte nämlich das Meer aus über 10 Meter Tiefe, ja, ein bisschen beobachten. Es gab dann nämlich einen Raum, wo man das anschauen konnte und es war dann eben quasi Tauchen ohne Tauchausrüstung und Bewegung. So sah das dann drin aus. Man musste einen Riesenwangen weiter runterklettern. Da musste ich da natürlich bestimmt 5 Unterschriften abgeben, falls ich da falle. Aber dann ist man eben in diese kleine Kabine gewesen und konnte draußen durch ein Riesenfenster die ganzen Fische beobachten. Ich war da bestimmt 20 bis 25 Minuten, hätte ich gesagt, und es hatte halt wirklich irgendwas echt Entspannendes. Obwohl wir so nah an der Küste waren, logischerweise, gab es trotzdem halt eine riesen Vielfalt an Fische. Und ja, keine Ahnung, die Zeit ging wirklich dann ganz schnell. Das hat einfach wirklich viel Spaß gemacht und es hatte einfach sehr viel Entspannendes, das einfach anzugucken. Als Teil des Pakets habe ich dann eine Führung bekommen und durch einen großen Zufall ist es dann sogar so eine private Führung um den Aquarium geworden. Also ist eigentlich ganz cool gelaufen. Das Aquarium war schon echt cool. Also das war jetzt nicht ganz klassisch, wie man das beispielsweise im Sea Life kennt, wo ganz viele Aquarien nebeneinander sind, sondern alles, was man hier gerade sieht, ist unter Wasser und an sich im Meer drin. Und viele Tiere davon waren auch Tiere, die gerettet worden sind. Und ja, mein Tourguide hat sehr viel dazu erzählt, war alles super interessant und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein Besuch wert. Blöderweise musste ich dann über eine Stunde hin und zurücklaufen von meinem Hotel, weil das Hotel hatte zwar Fahrräder, aber die hatten keine Fahrradschlösser, sagen wir wie es ist, das ist ein bisschen dumm. Und genau, dann konnte ich aber durch diese ganzen Siedlungen laufen, ich dachte, ich zeige euch das auch kurz. Und ja, ich würde sagen, als nächstes, jetzt habe ich gezeigt, was ich gemacht habe, schauen wir doch mal, was die anderen beiden gemacht haben.
Ja, jetzt gibt es ein bisschen was Neues, denn wir haben den Curaçao sehr gut gegessen und getrunken und ich dachte mir, vielleicht könnte es sogar Sinn machen, ein eigenes Segment dazu einzubauen. Bei meinen Australien-Videos habe ich ja nie wirklich darüber erzählt, aber ja, ich dachte einfach, es könnte für den einen oder anderen doch ganz interessant sein zu sehen, was wir dort gegessen haben. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu viel auf diese Szene konzentriert. Flo hat diese Muschel nicht aufbekommen, ich habe einfach irgendwas gerade gebraucht, um das zu überbrücken, was ich hier gerade erzähle. Unsere erste Köstlichkeit hatten wir bereits schon im Flieger. Der Pirmin hat erzählt, wir sollen unbedingt Tomatensaft da drin probieren, weil anscheinend das viel, viel besser mehrere tausend Meter in der Luft schmeckt als am Boden. Ich sag mal so, nach 2 Schlücke war ich weder vom Tomatensaft noch vom Pirmin wegen seinem Vorschlag so begeistert. Das ist das Gericht, was ich wahrscheinlich am meisten in Curaçao hatte. Es hieß Carne Stoba und ist eigentlich so das Nationalgericht von den ganzen ABC-Inseln, aber besonders auf Curaçao sehr beliebt. Das war geschmortes Rindfleisch in einer recht würzigen Brühe. Dazu war meistens recht viel Wurzelgemüse und in dem Fall hier auch noch Kartoffelbrei. Wie man hier sieht, das hat uns auch allen eigentlich sehr gut gefallen. Wir haben auch mal Essen von einem surinamesischen Imbissstube geholt. Obwohl Surinam ja in Südamerika liegt, hat das, fand ich, sehr wie asiatisches Essen geschmeckt. Das war jetzt hier Hähnchen und Nudeln zusammen mit Gemüse, war aber auch sehr lecker. Ich und Pirmin haben dann auch mal Arepas probiert. Das ist eine Speise wieder aus der südamerikanischen Küche. Das sind Maismehlfladen, wo man alles mögliche an Füllungen reintun kann und waren auch wirklich sehr, sehr lecker. Wir haben dann auch bei ein paar interessanten Restaurants, vom Location her zumindest, gesessen. Hier waren wir direkt am zweiten Abend und wir haben recht schnell rausgefunden, warum hier niemand direkt an der Seite sitzt. Bei einem anderen Restaurant hat Flo einen sogenannten Captain Jack Sparrow Burger in einer sehr interessanten Art und Weise serviert bekommen. Ich glaube, der Junge war auch nicht so ganz sicher, was er davon halten sollte. Mein persönlicher Lieblingslokal war aber dieser Ort hier. Myron's Kitchen hieß es und das Essen fand ich dort wirklich sehr, sehr lecker. Da hatte ich einmal als Vorspeise Bitterballen, das waren sozusagen knusprige Bällchen mit geschmortem Fleisch drin. Und als Hauptspeise ganz klassisch nochmal Carne Stoba, diesmal mit Reis statt Kartoffelbrei als Beilage, fand ich viel besser und das war das beste Carne Stoba auf der Insel in meinen Augen. Am ersten Abend haben wir direkt unser Stammbar entdeckt sozusagen. Unter dem Namen The 5 O'Clock Somewhere Bar war es schon von Anfang an super. Der Service war zwar nicht immer ganz gelungen, aber die Getränke waren dafür wirklich sehr, sehr lecker dort. Wir hatten wirklich keinen schlechten Cocktail. Als jemand, der selber in Deutschland zumindest sehr selten Cocktails trinkt, muss ich zugeben, die Leute in der Karibik wissen einfach, wie man das macht. Um mich zu zitieren, auf Curaçao, die Cocktails sind einfach krass fruchtig. Ja, Freunde, so langsam kommen wir zum Schluss. Davor gibt es aber noch ein bisschen Bonusmaterial. Wir haben während dem Urlaub über 720 Videos und Bilder zusammen gemacht und bei vielen wusste ich einfach nicht so ganz, wo ich die im Vlog einbauen könnte. Deswegen gibt es jetzt hier noch zum Schluss, eine Auswahl der restlichen Videos.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit kommen wir auch zum Ende vom zweiten Vlog und dementsprechend auch zum Ende von der gesamten Curaçao-Reise. Ich kann Curaçao wirklich uneingeschränkt für jedem empfehlen. Wirklich tolle Insel, schöne Landschaften, viel zu tun. Natürlich tolles Wetter und auch vor allem super, super nette Menschen waren auch dort. Dieser ganze Urlaub mit Pirmin und Flo war mir ein absoluter Fest und auch dieses Video zu erstellen hat mir nochmal sehr viel Spaß gemacht und ja, seid gespannt. Vielleicht kommt wieder sehr bald noch ein neues Video. Aber jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das anguckt. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns wahrscheinlich wieder sehr bald. Bye, bye!